Patientinnen kommen häufig zu mir in die Praxis und beschweren sich, dass es tropft. Eine der Hauptursachen von Inkontinenz ist ein zu schwacher Beckenboden. In diesem Video zeige ich dir, wie du ihn richtig anspannst und auf was du achten sollst, damit es aufhört zu tröpfeln. Mein Name ist Wisner, ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. Ich habe mich auf den Bereich Beckenbodentherapie speziell weiterbilden lassen. Damit du deinen Beckenboden richtig anspannen kannst, musst du erstmal wissen, wo genau der ist. Hier habe ich ein Beckenmodell und damit möchte ich dir zeigen, wo du genau deinen Beckenboden findest. Das Beckenboden, das geht von vorne, von den Schambeinen und bildet wie ein Boden für das Becken bis nach hinten zum Steißbein. All das, was du jetzt in Rot siehst, ist die Muskulatur von dem Beckenboden. Ich zeige dir das mal ein bisschen von näher. Da würdest du jetzt das Beckenboden von unten sehen. Das heißt, das sind jetzt deine beiden Hüften. Das geht hinten über den Analkanal zu deinem Steißbein. Und hier von vorne, so wie ein Dreieck. Von der inneren Seite von deinem Sitzbeinhocker nach vorne über die Scheide. Und so sieht es von innen aus. Der Beckenboden schließt das unteren Anteil von das Becken. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du Interesse hast in weitere Videos, wie du deinen Beckenboden trainieren kannst gegen die Inkontinenz, dann abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Wenn der Beckenboden der richtige Entspannung hat, dann hält er alle Organe wie eine Hängematte in seiner richtigen Position. Und diese richtige Position sorgt schon dafür, dass du kontinent bist. Außerdem ist der Beckenboden selber oder ein Teil davon auch wichtig für die Kontinenz, weil dadurch wird der Ausgang von der Harnröhre weiter geschlossen. Deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, wie du den Beckenboden richtig anspannen kannst und welche unterschiedlichen Art von Übungen du machen solltest, damit du kontinent bist. Die vordere Begrenzung des Beckenbodens ist ein Schambein und der hinteren ist der Steißbein. Wenn du den Beckenboden anspannst, dann solltest du das Gefühl haben, dass du das Steißbein nach vorne ziehst, Richtung Schambein, und nach innen, zu deiner Körpermitte. Die Spannung sollte sich so anfühlen, so als ob du jetzt Urin zurückhalten willst, dass du den Strahl unterbrechen möchtest. Damit du den Beckenboden richtig anspannen kannst, ist es wichtig, dass du erstmal den wahrnimmst und dass du die Begrenzung dieser Muskulatur besser kennst. Du kannst deinen Knochen ertasten, das heißt, du ertastest deinen Schambeinknochen von vorne auf den vorderen Bereich. Und nach hinten über das Becken kannst du auch dein Steißbein ertasten. Wenn du jetzt eine Hand vorne hinlegst und eine Hand hinten hinlegst, das würde ungefähr so aussehen. Du legst eine Hand von vorne und eine von hinten. Und dann versuchst du, den Beckenboden so anzuspannen, so als ob du jetzt Urin zurückhalten möchtest. Die Spannung soll sich so anfühlen, dass du den hinteren Anteil von den Steißbein nach vorne ziehst, Richtung Schambein. Dein Beckenboden, der soll nach innen und oben gehen. Wenn du diese Übung jetzt gerade im Sitzen machst, würdest du auch spüren, dass die Kontaktfläche von dem Beckenboden auf den Stuhl weniger ist bei dem Anspannen. Und bei der Entspannung ist die Kontaktfläche wieder größer. Als reines Feedback kannst du diese Spannung auch auf die Toilette probieren. Das heißt, wenn du jetzt auf die Toilette bist, dann kannst du versuchen, den Urinstrahl zu unterbrechen. Und diese Spannung, das kannst du als reines Feedback nehmen, nicht als Training. Als Training ist es improduktiv und sogar schädlich, dass du das auf die Toilette machst. Anhand von welchen Beschwerden du hast, musst du aber auch unterschiedlich trainieren. Es kann sein, dass der Fokus von dem Training bei einer Patientin eher bei der Ausdauer von der Muskulatur liegt, bei der anderen Patientin aber vielleicht bei das Reflektorische nach Husten. Und bei der dritten
kann es auch einfach sein, dass die Schnellkraft nicht genug ist. Wenn deine Beschwerden eher die Ausdauer sind, das heißt, du hast das Gefühl, du musst auf die Toilette und dann musst du sofort gehen, du kannst es nicht mehr halten, heißt es, dass deine Ausdauer von dem Beckenboden nicht genug ist. Deswegen, wenn du die Übungen machst, ist es wichtig, dass du nicht mit voller Kraft anspannst, sondern versuchst, die Spannungsmuster eher zur Hälfte. Das heißt, du machst nur die Hälfte von der Kraft, die du kannst, und versuchst dann diese Spannung über eine längere Zeit zu halten. 12 oder 15 Sekunden. Ob du überhaupt diese Spannung so lange erstmal halten kannst, ist davon abhängig von der ursprünglichen Kraft von deinem Beckenboden. Andererseits, wenn deine Beschwerden oder wenn deine Inkontinenz eher dann nur vorkommt, wenn du zum Beispiel jetzt husten musst, dann fehlt dir das reflektorische Arbeiten vom Beckenboden. Um dieses wieder zu trainieren, musst du genau zu deinen Beschwerden üben. Das heißt, du spannst die Beckenbodenmuskulatur jetzt an und dann hustest du. Versuchst aber dabei, diesen Beckenboden zu halten, diese volle Spannung zu halten, husten und dann wieder locker lassen. In diesem Video ging es hauptsächlich darum, dass du deinen Beckenboden erstmal wahrnimmst und dass du eine Idee davon bekommst, wie die richtige Spannung aussehen sollte. Welche Übungen die beste sind und wann du welche Muskulatur wie bearbeiten solltest, das zeige ich dir in den nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.